Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nut Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Leichtes Herz und schwere Beine. Mit Mama auf dem Jakobsweg von Tobias Schlegel ist ein herzerwärmendes und inspirierendes Buch, das von einer außergewöhnlichen Reise erzählt. Im Mittelpunkt stehen der Autor und seine Mutter, die gemeinsam den berühmten Jakobsweg, auch Camino genannt, bestreiten. Was zunächst nach einem klassischen Reisebericht klingt, entpuppt sich als vielschichtige Erzählung über das Verhältnis von Mutter und Sohn, das Älterwerden sowie die Suche nach Sinn und Erfüllung im Leben. Schlegel beschreibt mit viel Humor, Ehrlichkeit und Wärme die kleinen und großen Herausforderungen, die das gemeinsame Pilgern mit sich bringt, von körperlichen Strapazen bis hin zu emotionalen Momenten der Nähe. Die Mutter-Sohn-Beziehung wird gleichermaßen liebevoll wie kritisch betrachtet und schildert den Wandel, der auch in fortgeschrittenem Alter noch möglich ist. Gleichzeitig eröffnet das Buch neue Sichtweisen auf die Fragen, wie wir mit dem Älterwerden umgehen, welche Bedeutung Familie für uns hat und was es bedeutet, gemeinsam Zeit und Erfahrungen zu teilen. Eingebettet ist dies alles in die abwechslungsreiche Kulisse Nordspaniens, vom unbekannten Vorland bis zu den traditionellen Pilgerherbergen entlang des Weges. Leichtes Herz und schwere Beine ist eine Geschichte voller Leichtigkeit, Nachdenklichkeit und Zuversicht. Ideal für alle, die sich für das Pilgern interessieren oder berührende Familiengeschichten lieben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Das zentrale Thema des Buches ist die besondere Beziehung zwischen Tobias Schlegel und seiner Mutter. Während des Pilgerns auf dem Jakobsweg durchleben beide nicht nur körperliche Herausforderungen, sondern auch emotionale Entwicklungen. Schlegel schildert offen, wie sich die Dynamik zwischen den beiden verändert. Aus der klassischen Mutter-Sohn-Rolle entwickelt sich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Alte Konflikte und Missverständnisse werden aufgearbeitet, neue Facetten des Gegenübers entdeckt. Die gemeinsamen Gespräche, aber auch das gemeinsame Schweigen führen zu mehr Verständnis füreinander und zur Akzeptanz von Unterschieden. Im Laufe des Weges kommt es zu berührenden und teilweise auch amüsanten Situationen, die zeigen, wie sehr beide bei dieser Reise voneinander und miteinander lernen. Das Buch gibt daher tiefe Einblicke, wie intensive gemeinsame Erlebnisse Familienbindungen stärken und weiterentwickeln können. Zweitens: Der Jakobsweg als Spiegel des Lebens. Der Jakobsweg dient im Buch nicht nur als geografischer Rahmen, sondern wird zur Metapher für das Leben selbst. Die Pilgerreise steht symbolisch für Höhen und Tiefen, für Herausforderungen, Erfolge und Misserfolge. Tobias Schlegel beschreibt eindrucksvoll, wie die täglichen Anstrengungen, das Gehen über viele Kilometer, das Tragen von Gepäck und die zunehmende Erschöpfung Parallelen zu Schlüsselmomenten im Leben aufweisen. Der Weg zwingt beide, sich mit ihren Grenzen auseinanderzusetzen und zugleich neue Seiten an sich zu entdecken. Vor allem das Älterwerden seiner Mutter und die Reflexion über die eigene Lebensgestaltung werden durch die intensive Erfahrung der Pilgerreise plastisch und nachvollziehbar. Da der Camino oft von Menschen in Umbruchssituationen gegangen wird, regt das Buch dazu an, eigene Lebenswege und Veränderungen mutig zu hinterfragen. Drittens: Familie und das Älterwerden. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf dem Thema Älterwerden, sowohl auf persönlicher als auch auf familiärer Ebene. Wie in vielen Familien wird auch im Buch klar, dass das Älterwerden geliebter Menschen Unsicherheiten, Sorgen und neue Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Tobias Schlegel setzt sich offen damit auseinander, wie es ist, die Mutter nicht mehr nur als Elternteil, sondern auch als eigenständige, älter werdende Person wahrzunehmen, mit Schwächen und Bedürfnissen. Gleichzeitig entsteht durch die gemeinsam bewältigten Herausforderungen auf dem Jakobsweg ein neuer, respektvoller Blick auf das Alter. Die Erfahrung, dass auch man gemeinsam wachsen und sich gegenseitig unterstützen kann, zieht sich als ermutigende Botschaft durch das Buch. Das Älterwerden wird hier nicht als Last, sondern als Teil eines fortlaufenden Veränderungsprozesses begriffen. Viertens: Pilgern als persönliche Entwicklung. Das Buch verdeutlicht eindrucksvoll, dass Pilgern weit mehr bedeutet als das bloße Zurücklegen von Kilometern.
Für den Autor und seine Mutter wird der Jakobsweg zu einer Reise der Selbsterkenntnis und persönlichen Entwicklung. Unterwegs müssen sie Komfortzonen verlassen, sich immer wieder auf neue Situationen, Menschen und Herausforderungen einstellen. Besonders interessant ist, wie Schlegel die kleinen und großen Lernerfahrungen schildert, sei es der Umgang mit Erschöpfung, die Überwindung von Streitigkeiten oder das Finden neuer Perspektiven auf eigene Lebensfragen. Die Begegnungen mit anderen Pilgern und die inspirierende Kulisse sorgen dabei für Anregungen, die weit über den Weg hinausreichen. Das Buch macht deutlich, dass sich auch im Alltag Veränderungen und neue Sichtweisen auf das Leben finden lassen. Schließlich der Zauber des Camino und seine Gemeinschaft. Ein prägendes Thema ist die besondere Atmosphäre der Gemeinschaft auf dem Jakobsweg. Schlegel beschreibt lebendig die Vielfalt der Menschen, denen er und seine Mutter begegnen, von jungen Abenteurern bis zu erfahrenen Pilgern aus aller Welt. Diese Begegnungen sind oft von Offenheit, Hilfsbereitschaft und einer besonderen Nähe geprägt, die in der Alltagswelt selten ist. Das gemeinsame Ziel verbindet und führt zu Gesprächen, Inspirationen und Freundschaften. Für den Autor und seine Mutter wird dies zu einer wohltuenden Erfahrung, die sie aus ihrem gewohnten Umfeld herausholt und ihnen neue Impulse schenkt. Am Camino scheint eine andere Zeitrechnung, ein entschleunigter Rhythmus zu gelten, der Abstand vom Alltagsstress ermöglicht. Diese Eindrücke unterstreichen, welche Kraft in Gemeinschaft und gemeinsamen Erfahrungen steckt. Zusammenfassend: leichtes Herz und schwere Beine. Mit Mama auf dem Jakobsweg richtet sich an alle, die eine tiefgründige, zugleich warme und humorvolle Begegnung mit den Themen Familie, Älterwerden und Sinnsuche suchen. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Leserinnen und Leser, die selbst eine enge Bindung zu ihren Eltern pflegen oder neugierig darauf sind, wie sich Beziehungen durch gemeinsame Erlebnisse verändern können. Auch wer über das Pilgern nachdenkt oder sich für biografische Reiseberichte interessiert, wird in diesem Buch viele anregende, inspirierende und oft bewegende Impulse finden. Tobias Schlegel gelingt es, persönliche Erfahrungen mit universellen Fragen zu verknüpfen, sodass das Buch weit über die individuelle Geschichte hinaus Bedeutung gewinnt. Wer sich mit der eigenen Lebensgestaltung, Veränderungen oder dem Älterwerden auseinandersetzt, kann wertvolle Anregungen für mehr Offenheit, Verständnis und Mut zum Wandel finden. Im Vergleich zu anderen Büchern zum Jakobsweg überzeugt dieses Werk durch seine besondere emotionale Tiefe, die Nähe zwischen den Protagonisten und den authentischen, oft humorvollen Schreibstil. Statt reiner Reiseliteratur handelt es sich um ein Buch, das Herz, Verstand und Lebensfreude gleichermaßen anspricht. Gerade durch die ehrliche Art, das familiäre Miteinander sowie persönliche Ängste und Hoffnungen darzustellen, bleibt das Buch lange im Gedächtnis. Es ist ein echter Mehrwert für diejenigen, die nach lesenswerter Inspiration für innere und äußere Reisen suchen und bereit sind, sich selbst und ihren Beziehungen neue Impulse zu geben. Wenn Sie unterstützen möchten, Tobias Schlegel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.